Für diesen Brotkasten-Hack benötigt ihr 2 Brotkästen. IKEA hat die leider aus dem Sortiment genommen. Ich habe sie bei Thomas Philips gekauft. Dann einen Drehteller, den gibt es noch bei IKEA. Dann einen passenden Servierteller, der ist von Action. Eine Tischmatte, die lege ich dann auf den Servierteller drauf. Wer möchte, kann das aber auch einfach mit Farbe einsprühen oder lackieren. Dann noch Farbe. Ich nehme weiß und mache dann am Ende Goldfolie drauf. Die Goldfolie wird mit einem Sprühkleber, den gibt es ebenfalls bei Action, wie die Goldfolie, die kriegt ihr aber auch von Teddy, auf die Brotkästen dann drauf gemacht. Dann braucht ihr noch 2 Schrankknöpfe, Montagekleber, eine Stichsäge, ein Akkuschrauber und passende Schrauben. Als erstes legt ihr den Drehteller hin und packt die Brotkästen drauf. Die müsst ihr jetzt so vermitteln, dass die Ecken der Brotkästen nicht über den Drehteller hinausschauen. Wenn ihr das dann ordentlich vermittelt habt, legt ihr dann den Servierteller oben auf, damit ihr dann wisst, wo ihr die Ecken bei dem Servierteller ausschneiden müsst. Da wir ja wollen, dass der Servierteller direkt auf den Brotkästen aufliegt. Also zeichnet euch die Ecken an, die ihr dann mit der Stichsäge ausschneidet. Wenn ihr das dann gemacht habt, macht als nächstes noch die Schrankknöpfe, die bereits an den Brotkästen dran sind, ab, damit ihr dann ordentlich lackieren könnt. Wenn ihr dann die Ecken aus dem Servierteller ausgeschnitten habt, überprüft nochmal, dass das jetzt auch alles passt und der Servierteller ordentlich auf die Brotkästen drauf passt und aufliegt. Wenn das in Ordnung ist, dann könnt ihr jetzt anfangen, das alles zu lackieren. Wenn die Farbe dann getrocknet ist, packen wir unsere Brotkästen auf die Drehteller drauf und machen dann als allererstes mal die Schrankknöpfe dran. Und danach schrauben wir die Brotkästen auch noch an dem Drehteller fest. Nehmt da bitte Schrauben, die nicht länger sind als Brotkasten und die Dicke des Drehtellers. Ich mache in jeden Brotkasten jeweils 2 Schrauben rein, einfach damit es guten Halt hat, aber auch nicht zu viel ist. Wenn dann alles fest ist, machen wir noch den Montagekleber auf die Brotkästen drauf. Der wird dann noch ordentlich verteilt und dann legen wir den Servierteller drauf und drücken ihn schön fest.
Wer sich jetzt nur für Farbe entschieden hat, der ist jetzt auch schon fertig mit seinem kleinen Drehschränkchen. Und die Goldfolie mitmachen, die brauchen jetzt den Sprühkleber und die Goldfolie. Ich mache die Goldfolie bloß auf die Seiten und nicht auf die Schiebetüren, da ich einfach finde, dass das ein schönerer Kontrast ist. Aber ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Also wie gesagt, Sprühkleber drauf und dann die Goldfolie drauf verteilen. Und das macht ihr an den Seiten, hinten und unten auf dem Drehteller. Und dann sind wir auch schon fertig. Also wie gesagt, ich lege eine Tischmatte oben drauf und ansonsten könnt ihr dort auch noch Goldfolie drauf machen. Aber so sieht mein Endergebnis aus. Also ich finde es ganz niedlich. Was sagt ihr denn dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten zeige ich jetzt noch ganz kurz, was man auch noch zusätzlich mit diesen Brotkästen machen kann. Ihr benötigt als allererstes 2 Brotkästen, dann 2 Bretter und 4 Füße. Ihr müsst zuerst die Brotkästen auf die Bretter auflegen und dann müsst ihr die Rundungen ausschneiden. Wenn ihr das dann gemacht habt, heißt es einfach nur das Brett oben drauf anschrauben oder ankleben, das Brett unten drunter anschrauben oder ankleben, Füße dran und dann ist der Schrank auch schon fertig. Lackiert ihn in der Farbe, wie ihr wollt. Ich habe mich für Schwarz und Braun entschieden und so ist das Ergebnis. Also ich finde es ganz süß. Wenn man den Schrank größer haben will, nimmt man einfach längere Bretter, was wir ebenfalls gemacht haben, und noch eins extra und dann sieht das Ergebnis so aus.